Gerade in Marokko angekommen, schon hatte uns das Abenteuer fest im Griff. Volker, du bist im Gegenverkehr. Rechts, rechts, rechts. Volker, du bist im... Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Nein, nein, nein. Shit. Das kann doch jetzt mal werden hier. In der Mongolei ist das ein normaler Weg. Oh, Scheiße. Braucht ihr Hilfe? Ich rutsche hier mit blockiertem Vorderrad rückwärts den Berg runter. Gut gesättigt waren wir gestern alle ins Bett gegangen. Einer von uns jedoch ist ohne Essen im Magen wieder aufgewacht. Volker hat über Nacht einen Magen-Darm-Infekt erwischt, sodass er statt zu schlafen die Nacht auf dem Klo verbracht hat. Entsprechend geschwächt geht er heute auf diesen Reisetag, an dem wir uns in der Wüste verirren, was eine echte Herausforderung für Mensch und Maschine ist. Wir hoffen einfach, dass wir hier noch im Hellen irgendwie wegkommen, weil wenn es dunkel wird, ist das, glaube ich, nicht mehr so geil. Wir haben eine Geschwindigkeit von 1 oder 2 km/h. Wenn das so weiterläuft, erreichen wir den Weg exakt mit Dunkelheit. 1, 2. Oh Mann. Hier ist Tiefsand. Shit. Markus' Vorderradbremse ist komplett blockiert. Wir mussten durch dieses Flussbett und in dem Flussbett hat er sich so aufgeteilt, aber dann war er weg. Alles, was geht, heute haben wir mitgenommen. Das ist der krasseste Fahrtag, den ich jemals hatte. Bonjour. Na, Markus? Bist du schon wieder abfahrtsbereit? Wir sind schon wieder zurück. Boah, krass, da oben ist sogar richtig Nebel im Berg. Bist du oben auf dem Dach gewesen? Das Nachbarhaus. Oh, da hat man aber auch einen schönen Blick durch die Kakteen. Soll ich mal gucken? So, unsere Motorräder sind sehr wohl bewacht worden heute Nacht. Wofür wir den guten Herrn und seine Gehilfin natürlich entlohnt haben. So, und Gastgeschenke nehmen die, glaube ich, auch ganz gerne. Möchtest du einen Lutscher? Bitteschön. Ja. Und es geht heute erstmal Richtung Talsint. Von da aus dann weiter Richtung Erkçeby. Aber das schaffen wir heute nicht. Wahrscheinlich dann morgen im besten Falle. Er hat immer noch den Lolli von gestern Abend. Ja, sieht gut eingestellt. So, jetzt gibt es erstmal Frühstück hier. Ready? Yes. Ready, hungry to go. Oh wow. Oh geil. Hammer. Das ist so schön. Guck dir das mal an. Volkmars Tee-Einschüttfähigkeiten haben sich im Laufe der Reise schon um 50% verbessert. Er zeigt uns gerade den Weg nach Talsint. Ja, okay. 10 Kilometer. Aha, okay. Shukran. Shukran, shukran, shukran. Merci. Shukran. Bon voyage. Bon voyage. So, jetzt hier irgendwie wieder rauskommen. Zack, zack, zack. Markus fährt eine Runde. Ja. Shukran. Ja, shukran. Ja. Der Weg hier, gestern echt ein Abenteuer und heute sieht man endlich mal, was da so alles an den Fassaden los ist. Sie hat so toll mitgeholfen da. Süß. So, jetzt gibt es hier erstmal eine Fotosession am Straßenrand. Besonders die großen, vollbepackten und modernen Motorräder wie die GS von Volkmar und die neue Afrika Twin sind hier sehr beliebte Fotomotive.
Von meiner Queenie wollte auf dieser Reise nämlich keiner ein Foto. Kaum sind wir aus Depdou herausgefahren, verläuft die Straße durch nebelverhangene Berge. Kaum liegen die Berge hinter uns, verschwindet auch der Nebel und vor uns liegt eine gefühlt unendliche Weite. In dieser Weitläufigkeit scheint es fast surreal, dass hier immer wieder Hütten am Straßenrand stehen, in denen tatsächlich Menschen leben. Als wir durch die nächste Stadt fahren, stehen zwar hier und da Menschen am Straßenrand und auch freilaufende Tiere wie Esel, Schafe und Hunde sind hier wie eigentlich überall in Marokko anzutreffen, dennoch wirkt das Ganze hier für mich irgendwie verlassen und wie ausgestorben. Als wir aus der Stadt hinausfahren jedoch, kommt Leben in die Sache. Kinder stehen jubelnd am Straßenrand und halten uns die Hände hin, damit wir einschlagen. Das ist hier wirklich keine Seltenheit und immer wieder auch für uns ein Riesenspaß. Diese Stadt da gerade war übrigens die letzte, die wir an diesem Tag im Hellen sehen. Das wissen wir allerdings hier noch nicht und fahren immer weiter in die Steppe, wo ich auch das erste Mal in meinem Leben freilaufende Dromedare sehe. Und plötzlich sieht es dann ganz anders aus. Oh, meine Tasche verrutscht hinten. Ui. Ja, plötzlich wird es dann zu einer puren Sand- und Steinpiste.
Schneisen von irgendwelchen Flüssen, die ausgetrocknet sind hier. Ich weiß gar nicht, wer von beiden verwunderter guckt. Wir, wenn wir hier im Nichts plötzlich ein Kind alleine rumstehen sehen, oder das Kind, wenn es umzieht. So, irgendwie sind wir 200 Meter vom Track entfernt. Wir suchen uns jetzt mal den richtigen Track wieder hier durch die Puschel durch. Ab ins Grün. Yeah. Markus, lass bloß die Puschel am Leben. Le Puchel. Au, die Puschel, die sind ganz schön gefährlich für die Fußrasten, merke ich gerade. Die ziehen einem ganz schön an der Raste. Umgekuschelt vom Puschel. Ja, so bahnen wir uns jetzt hier den Weg. Wie viele Kilometer sind es eigentlich bis zum Ziel, Volkmar? 152. Dann haben wir ja schon 120 gemacht heute. Hui. Oh, da kommt was Dickes. Oink, oink. Oink, oink. Oink, oink. Oink, oink. Langsam merken wir, dass wir uns hier so richtig verfranst haben. Zurück zum eigentlichen Track zu finden, ist gar nicht so leicht. Zumal die Wege, die hier als Straße gelten, nicht gut erkennbar sind und wirklich alles sein könnten. Aber umdrehen ist keine Option. Wir geben nicht auf. Yes, we try. We can try. Was ist denn da? Hier in der Mitte, da ist doch was, oder nicht? Ne, da vorne, Leute, da vorne, da ist was. Ich würde sagen, ich fahre mal das, was ich sehe, ja? Ich fahre da mal hin, okay? Ciao, ich fahre weg. Echt jetzt? Ah ne, das ist nicht wirklich ein Track hier. Es sah nur so aus. Okay. Gar nicht so einfach. Unser allererstes Mal Wüste. Hier sind wir. Also ich habe hier keinen Empfang. Was machst du denn hier? Markus, keine Umweltverschmutzung. Ordnung muss sein, auch in der Wüste. Müsst ja mal auf Toilette. Ja, mach doch. Wir drehen uns alle rum und fertig. Ja, komm. Markus, diesmal wirklich, okay? Du, ich wusste das nicht, aber es gab 1 Milliarde Büsche. Wir haben es dir gesagt. Was macht die Karo? Wir sind in der Wüste. Der Volker, der hat ja letzte Nacht Magen-Darm gehabt, ne? Ich glaube, ich hab's auch. Ich gehe mal hier hinter den Berg, weil es ist ein bisschen schwierig hier in der Wüste, wenn man pinkeln will. Beziehungsweise auch mehr. Und man kann sich nirgendwo verstecken, ja? Hier sind ja überall keine Büsche. Ich gehe mal ein bisschen. Ich habe heute Morgen auch schon eine Kohletablette genommen. Ich hoffe, das war's dann auch. Meine Trinkblase ist auch schon total voll gesandet hier. Schön. Und auf jetzt. Und los. Tja, Freunde, damit ist mein Traum von der Wüste wahr geworden. Ist geil. Wir müssen irgendwie nach links weg hier. Der Weg führt nach rechts. Irgendwie so Irgendwie noch da weiter nach. oder Ja, da. weiter.
kannst fahren, wo du willst hier. Ja. Ist egal. Du kannst ja aussuchen, wo du willst hier. Das geht alles in dieselbe Richtung. You can choose how to die. Oh. Gerade hat es einmal so durchgeschlagen und ich dachte, jetzt bin ich auf der Felge. Ganz schlecht ist so, wenn man hier kacken will. Das finde ich in der Mongolei so cool, weil da kannst du drauf verlassen, dass alle sich umdrehen. Oh cool, ey. Du musst immer wieder auf diese Querritten aufpassen hier, da sind schon ganze Japaner drin verschwunden. Okay, was ist da drin verschwunden? Ganze Japaner. Ach so. In der Mongolei war mal so eine Motorradrallye von irgendwelchen Japanern, die da durch die Wüste gedonnert sind. Und einer davon ist verschwunden. Den haben sie auch dann erst 3 Jahre später gefunden, beziehungsweise das Skelett gefunden in irgendeiner Schlucht in der Gobi. Da war auch so eine quer verlaufende Rinne, wo bei Sturzregen oder früher bei der Schneeschmelze das Wasser abläuft. Ja. Und das war halt, weiß ich, 6, 7 Meter tief und da ist er mit dem Moped rein. Volkmar, das Gute ist, du hast das breiteste Motorrad von allen. Da muss die Rinne aber auch richtig groß sein, wo drin du verschwindest mit deinem Moped. Bis jetzt war das hier der reinste Spaß. Doch plötzlich bekommen wir es mit einem anderen Untergrund zu tun. Ui, was sind das denn hier für Steinchen? Aber ordentlich. Oh, alter Vater. Okay. Ei. Ui. Oh. Wie? Okay. Also. Ich glaube, da fahre ich da. Ne, ich krieg das schon hin, So, ich schaffe das da, das schaffe ich. Das ist wie eine Treppe. Das ist wie eine Treppe beim Offroad-Training. Okay, ich fahre das jetzt hier. Warte. Jetzt So, machen jetzt machen wir mal hier die hier da weg. Ich habe Angst, wenn ich hier runterkomme. Wenn ich hier falsch stehen bleibe, dann liege ich. Du fährst so eine Kante runter, wie eine dicke Bordsteinkante. Direkt perfekt durchrollen. Einmal Schwung und Feierabend. Chaka. Eine Kopfsache. Yes, super. Gut, dann mache ich mal hier den kleinen Treppenvorsprung. Wow. Super. Caro, dass du echt wenig Offroad-Erfahrung hast, dafür machst du es richtig Bombe. Trainings, das macht echt was. Das ist so im Kopf. Wenn du weißt, du bist schon mal eine Treppe runtergefahren, dann machst du das auch. Weil die Treppe ist höher. Ja, aber bei der Treppe hast du immer mal wieder die Gelegenheit, wenn du anhalten musst, die Füße abzusetzen. Und das war da jetzt eben nicht so. Das stimmt. Ja, wenn du an irgendeinem Stein hängen bleibst oder so. Deswegen räumt Markus die großen Steine für Volker aus dem Weg, sodass er es leichter zu uns auf den breiten Pfad schafft. Je länger wir hier durch die Wüste irren, desto bedrohlicher wird die Situation. Oh, ich glaube, Volker hat ganz schön Kopfschmerzen. Ihm ist ein bisschen duselig. Diese Passage, die schon für uns Gesunde tricky zu fahren ist, fordert ihren Tribut vom angeschlagenen Volker. Okay. Hast du aus? Oh shit, warte. Kannst du den Lenker einschlagen? Was? Oh, wir rollen. Ja, warte doch mal eben auf mich. Lenker muss in diese Richtung. 1, 2. Oh Gott.
Oh, mir geht nur die Pumpe. Mein Kreislauf. Ich muss mich mal setzen. Ja, mach's dir bequem. Hast du was zu trinken? Ja. Oh, ich habe immer noch Aufstoßen von dem Essen von gestern. Was? Ja. Krass, das arbeitet noch, ne? Das arbeitet noch. So, what's the plan? 3-4 Kilometer in der Richtung ist ein anderer Weg. Ich würde jetzt hier gucken, dass wir irgendwie querfeldein rüber wieder auf den anderen Weg kommen. Oder wir finden den Track wieder. Wir sind ja von der Fahrspur weg in dieses Gelände, auf einem, ich sag jetzt mal vermeintlich auf einen alten Fahrweg. Also wir müssen sowieso nach da. Wenn wir den wiederfinden, können wir ja mal gucken, wie weit wir noch kommen. Ansonsten schwenken wir nach Süden und würden in 2-3, lass es 5 Kilometer höchstens sein, auf einen Fahrweg kommen, die zweitkleinste Kategorie, also ich denke definitiv Fahrbahn. Okay. Wäre das Einfachste, bevor wir das jetzt alles zurückfahren. Das Ja. Volker? Ich mache erstmal ein bisschen Pause. Ich muss erstmal wieder zu Kräften kommen. Ja? Ja, Wie viel klar. hast du getrunken bis hierhin? Auch nicht so viel. Ich habe hier nicht viel gefrühstückt und getrunken habe ich auch nicht viel. Das Doofe beim Trinken ist, gibst du einen Liter rein, kommen 900 Milliliter eigentlich wieder raus. Du kannst nur so und so viel Liter pro Stunde, so und so viel Milliliter pro Stunde zu dir nehmen. Eigentlich musst du permanent an deinem Trinkrucksack nippen. Magst du Lakritz? Ich habe so Lakritzbonbons. Das ist auch gut gegen hier Durchfall, ne? Ja, dann habe ich was für dich. So, damit er wieder zu Kräften kommt und wir das hier heute noch aus der Wüste rausschaffen. Beziehungsweise richtig raus fahren wir ja gar nicht. Wir fahren eigentlich noch tiefer rein. Steinwüste. Ha? Das ist Original Steinwüste. Original Steinwüste, ja. Was heißt hier Scheiße? Das ist Abenteuer. Wo ist Markus? Scouted. Markus scoutet. Okay, Markus schiebt jetzt auch gerade sein Motorrad. Mal gucken, wie das so läuft mit dem Scouting. Aber da sind dicke Brocken. Wir bergen jetzt hier Maschine für Maschine, bis jede einzelne Flussbett ist und wo es dann einfacher weitergeht. Aber das ist hier schon echt tricky. Markus meint, es ist das Dreifache von dem, was wir alle können. Mit den dicken Maschinen echt eine Herausforderung hier. Es ist so geil, wenn man zu dritt ist, beziehungsweise zu viert. Man kann sich gegenseitig festhalten, Wege zeigen, einfach, dass man da ist und nicht alleine. Das macht so viel aus. Ich merke das ja allein schon gestern, wo Markus vorgefahren ist, im Vergleich zu wo ich vorgefahren bin. Das ist einfach krass. Und jetzt siehst du, ne? Aber das war ganz langsam durch. Ja, kannst du auch. Gut, dass ich so lange Beine habe. Maschine Nummer 2, check. Dann werde ich mal mein Glück versuchen. Okay, ich probiere es einfach. Weil wir machen hier mal die Arschlochsteine weg erst. Markus räumt mal eben hier die Steinwüste auf. Ich versuche das schnell zu machen. Du hast ja quasi noch die große Auswahl. Du bist ja noch ganz oben. Ich glaube, ich würde hier lang. Genau zwischen diesen Puscheln durch. Dann bist du genau da, wo du hin musst. Kann sein, dass die hier ganz schön schnell wird. Guck mal, Volker, was hier für ein Hardcore-Stein drin ist. Der muss aber noch weg. Ab hier langsamer werden, weil du wirst ganz schön schnell in dem Feld sonst. Und dann packst du in die Vorderbremse und dann rutscht's weg. Super, super, sehr gut. Jetzt schön in Ruhe, genau. Und einmal durch die Mitte und anhalten, wenn es geht. Oder durchziehen, zieh durch. Mega. Hör mal, Daumen hoch für die Aktion. Scheiße. Blamiert die uns. Sehr gut gemacht.
Geil, ey. Caro, fährst du mein Motorrad da eben runter? Voll geil. Mega. Geil. Offroad-Training bringt was, ne? Ja. Den größten Feind, Sonne und Temperatur, den haben wir jetzt zum Glück gar nicht, als hier Herbst ist. Aber ja, es ist auch so schon anstrengend genug. Naja, wir wollten Abenteuer, wir haben Abenteuer. So, dann wollen wir mal. Chaka, Laka, Laka-Walk. Caro, ready? Ja, ich bin ready. I try my best. Volker? Gut. Oh, ich bin ein bisschen weiter weg gefahren, aber das macht nichts. Ich hänge hier gerade vor einem Busch, aber das macht auch nichts. Okay, Volker ist gekippt. Meine Aufgabe. Shit. Warte. Ich fahre noch eben bis Markus da vorne, weil ich glaube, wenn ich jetzt hier anhalte. Markus, ich komme doch. Ich bin doch da. Okay. Siehst du hier oben die Scheinchen? Ja. Das ist anders, ne? Wir hoffen einfach, dass wir hier noch im Hellen irgendwie wegkommen, weil wenn es dunkel wird, ist das, glaube ich, nicht mehr so geil. Wir haben eine Geschwindigkeit von 1 oder 2 km/h. Wenn das so weiterläuft, erreichen wir den Weg exakt mit Dunkelheit. Um mein Vorderrad etwas zu entlasten und mich auch ein bisschen besser bewegen zu können, habe ich meinen Tankrucksack hinten auf meine Packtasche verzurrt, damit ich da jetzt einfach so ein bisschen mehr Platz habe vorne und das Ganze jetzt hier noch leichter fahren kann. Das ist echt krass. Okay, aber das ist jetzt hier irgendwie nicht so einfach. Okay, warte. Oh, fuck. Shit. Hi. Jetzt muss man hier die Drehung schaffen. Ey, du hast es geschafft, Volkmar. Ja, hier kleine Erkundungstour durch die Wüste. Markus und Volkmar sind schon ein bisschen weiter gekommen als wir. Wir wollen da auch gleich mal noch hin, ne? Ah, Chaka, 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 Chaka. Weiter, 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 Caro. Weiter, weiter, einfach weiter. Okay, ich muss mal kurz mit mir selber reden. Weiter, einfach weiter. Ab. Boah, shit. Boah, jetzt wäre hier fast mein Bein weggeflogen von diesem Grasbuschel. Ich komme hinter dir, du fahr mit dem Camp vor mir, dann wir haben ein cooles Video von beiden uns, weil ich hinter dir mache Video nach vorne. Wow! Dabei, dabei! Dabei, dabei! Von wegen, dabei. Nix da, schnell, schnell. Ja, ich habe meinen Gang raus, warte mal, ich den Gang rein. Vielleicht kriege ich ihn hier selber raus. Ja,
kriege ich, ja. Oh, ich merke, mein Körper ist müde, ey. Oh, scheiße, ey. Boah, das war jetzt echt... Ja, bis dahin. Caro, du schaffst das. Caro schafft das, schafft das, schafft das. Oh, geil. Ja, wenn man einmal am Rollen ist, dann geht's ja auch, ne? Läuft hier. Wenn auch nur in Mopsgeschwindigkeit. Chakalaka. Chakalaka, boom, boom. Boom, Chakalaka. Hier kommt der Big Schnacker. So, wir sind wieder auf dem Track, oder zumindest so gut wie. Hatten gerade noch einen kleinen Umfaller, leichte Verletzung, aber ich denke, wir können weiter. Mal gucken, wo wir heute landen. Ich hoffe, dass wir noch im Hellen irgendwie rauskommen und irgendwas finden zum Schlafen. Das wäre ganz cool, irgendwie ein bisschen was zu essen. Mal schauen, es bleibt spannend. Und hier gibt es sogar Muscheln. Die nehme ich mit. Du kommst mit, du kleine Muschel. Das wird mich immer erinnern an diesen Part, an diesen Tag. Schön. Auch wenn es keine Muschel, sondern eher eine Schnecke war, hat sie uns Glück gebracht. Endlich wieder Häuser und eine Straße, was man halt Straße nennen kann. Wo lang denn eigentlich jetzt? Sollen wir jetzt hier links rein? Das ist auch ein Weg. Schafe. Oh. Und ein kuppeliger Boden. Ist besser, sich hinzustellen. To stand up, it's better. Standing ovations in the desert. Next level. Hier ist jetzt Tiefsand. Oh. Ich glaube, wir fahren über einen Acker, ja. Und das ist hier echt sandig. Aber es wird besser, oder Volker? Ja, wird ja besser. So, dann fahren wir mal durch ein ausgetrocknetes Flussbett. Das hatten wir ja heute auch noch nicht. Oh Mann, shit, ey. Oh, okay, mit vereinten Kräften. Ja, Moment, atmen. Gut, aufheben, weiter geht's. 1, 2 und 3. Den Fuß direkt hinterm Koffer. Ich bin ja echt gerade ziemlich froh, dass ich keine Koffer habe. Das kann mir mit den Softbags nicht so leicht passieren. Das ist wirklich einer der Hauptgründe, warum ich die Softbags habe. Ich das schon oft gehört habe, dass Leute sich ihre Haxe mit dem Koffer gebrochen haben. Okay. Tiefsand, check. Hier ein paar Häuser mit Wiese. Rechts oder geradeaus? Okay. Das Gefährliche ist hier jetzt, also es ist super, super schön und geil zu fahren. Man kann hier wirklich teilweise 50 km/h fahren. Aber dann kommen hier so manchmal so Sandbänke und dann ist halt so tiefer Sand und man ist nur noch am Schlittern und dann muss man natürlich auch wieder ein bisschen anders fahren. Deswegen muss man sich halt die ganze Zeit konzentrieren. Und oh, da ist eine Schafherde. Sowas kommt natürlich auch immer wieder vor. Oder hier solche Flussbetten. Okay.
Ja, interessant. Bisschen Gas. Durch. Chaka. Nochmal so ein krasser Wahnsinn. Flusslauf. Das soll der Asphaltweg sein. Ernsthaft, ey, das ist nicht der Asphaltweg. Warte, ich bin hier gar nicht so schlecht im Standing. Ich gehe. Bleib, folg mal. Ich komm schon, ich helf mal. Helf Volker. Solange dein Bein nicht drunter ist, ist ja alles gut. So. 1, 2, 3. Chakalaka. Setz dich mal drauf. Okay, super. Ich schieb dich, oder? Okay. Okay, dann versuche ich dich einfach zu halten, falls du irgendwo hinfällst. Ja, versuch. Okay. Sieht gut aus. Na. Er steht. Du kannst weiter, Volker. 1, 2, 3. Okay. Auf 1600 Metern sind wir hier. Und langsam geht die Sonne immer mehr unter. Das ist super schön einfach. Bewacht werden die Kinder hier oft von Hunden. Es ist wirklich erstaunlich, wie vielen Kindern wir hier in der Wüste begegnen. Meistens wissen sie schon, dass sie von den Touristen irgendwelche Süßigkeiten bekommen. Dennoch begegnen sie uns immer auch mit einer Mischung aus Neugierde, Freude, aber auch Skepsis. Oh, sie hat ein bisschen Angst.
Oh, sie hat Angst. Ja? Und das Mädchen. Oh. Die müssen teilen. Wir sollen teilen, wir sind Geschwister. Oh, wow. Kaum zu fassen, dass wir hier in der Wüste eine alte Bekannte wieder treffen. Naja, sagen wir zumindest das, was von ihr übrig geblieben ist. Schildi, bist du da noch drin? No. Da ist eher so ein Echo drin. Hallo, hallo, hallo. Kuckuck, Kuckuck. Kuckuck, du wunderschöner Abendhimmel. Und da hinten geht schon der Mond auf. Leute, wir müssen uns beeilen. Sonst ist gleich alles dunkel. Crazy, ey. Dankbar, dass sie so zuverlässig ist. Es läuft ja einfach mega, was wir alles fahren, ist einfach krass. So viele Leute haben mir gesagt, das Motorrad ist zu schwer, damit kannst du niemals so Wüste fahren und sowas. Und es stimmt einfach nicht. Es ist einfach ein super tolles Motorrad. Und es geht so viel um Technik und um Mut und um Vertrauen in sich selbst. Das ist alles, was zählt. Und jetzt hier ist es auch gerade gefragt. Also danke, Schatz. Mut müssen wir an diesem Abend noch einigen beweisen. Denn es wird immer dunkler und die Straße fordert Konzentration und eigentlich Licht. Und dann passiert das, was ich eigentlich auch schon vorhergesehen hatte. Hier ist Tiefsand. Shit. So, Queenie, gucken, ob ich dich hier alleine wieder hochkriege. Eins. Naja, man muss das so machen. Oh Mann, Markus hat sich auch lang gemacht. Ich warte, aber ich kriege ja keinen Grip am Ein Stück weiter. Ja, ja, mach mal. Da hinten wird besser. Nee. Da mache ich mich nicht kaputt jetzt. Das war fies.
Gucken, hier muss man dann wieder ein bisschen langsamer fahren. Oh, krass. Ist echt gefährlich, ne? Ja, es wird gefährlich im Dunkeln. Alles gut? Ja, bei mir ist alles super. Ich mache hier am Lenker. Kannst du hinten die Taschen einfach so ein bisschen? 1, 2 und 3. Hoppa. Danke. Ja, kannst du machen. Mitten in der Nacht und dann auch noch die falsche Route. Ach, da war eine Route, ich habe das gar nicht gesehen. Ich glaube, wir haben die Straße irgendwie verloren. Wir mussten durch dieses Flussbett und in dem Flussbett hat er sich so aufgeteilt auf einmal, dann war er weg. Aber da vorne sieht man schon die Lichter der Stadt, seht ihr das? Ja. Die Richtung, das stimmt alles. Ich würde einfach mal einmal hier vorne gucken, einen großen Bogen fahren, dann muss man ihn eigentlich wiederfinden. Jo, cool, da oben ist er. Jo, mal gucken. Ich glaube, das ist wieder der richtige Track hier. Die Stadt ist, sieht man sie auf der Cam? Ich weiß es nicht, irgendwo da hinten. Leute, das ist der krasseste Fahrtag, den ich jemals hatte. Und Markus meinte gerade zu mir, dass es bei ihm auch so ist. Das ist schon echt heftig, ey. Alles, was geht, ey. Alles, was geht. Heute haben wir mitgenommen, sage ich euch. Okay. Ja, da lang. Jo, okay. Es geht weiter. Ja, und hier kommen wir zu Wellenpisten und erst um 7:30 hier kommen noch wieder neue Arten von Strecken. Das wird hier alles andere als langweilig. Ich sag euch Leute, was ein Tag, ey. Und das war noch nicht alles, was das Abenteuer für uns an diesem Tag noch bereithält. Ein Hund. Lieber Hund, sei jetzt bitte lieb zu mir. Ich bin auch lieb zu dir. Bitte, 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 bitte. Oh. Los weg hier. Ah, no. Oh Mann, ey, was kann man noch alles mitnehmen hier? Ich weiß es nicht. Markus' Vorderradbremse ist komplett blockiert. Der kann gar nicht vorne bremsen. Da hinten ist schon die Stadt zu sehen. Irgendwo da seht ihr die Lichter. Und der Mond leuchtet uns. Ab hier fährt Markus also nun ohne Vorderradbremse weiter. Das ist das erste Auto, was uns seit, keine Ahnung, sehr, sehr vielen Stunden entgegenkommt. Eigentlich seit wir in die Wüste gefahren sind. Das ist das erste Mal, dass uns ein Auto entgegenkommt. Ansonsten waren es immer nur Kinder. Wir haben es bald geschafft. Laut Navi sind es noch 19 Kilometer bis in die Stadt. Asphalt! Oh mein Gott, wie geil ist das denn, ey? Oh, da ist auch schon wieder vorbei gleich. Unser vorgenommenes Ziel Talsind erreichen wir an diesem Tag nicht. Dafür fahren wir die nächste Stadt namens Autat El Hai an. Volkmar macht ein Ritual. Boah, Alter, da ist bestimmt. Oh, überlebt! Hey! Alter. Die zeigen uns alle einen Vogel, wenn wir um die Zeit noch aus der Wüste kommen. Oh, das glaube ich nicht. Wir haben es geschafft, ey, geil. 25 Hähnchenspieße. Essen suchen, Hotel suchen. Volker sagt, er will nichts essen. Hier nehmen wir das nächste Hotel, was wir finden können. Waschbecken, was außerhalb des Zimmers ist, ne? Ja. Und das sind die Zimmer. Ach, das geht doch, aber das, ey, das ist doch top. Lass uns das machen, ey. Dusche, Toilette. Ja, ist das super. D'accord.
Ich habe es einfach gewurmt, dass ich uns also in die Scheiße rein navigiert habe. Ja, ey, das kann jedem passieren und außerdem bin ich total froh, wir haben alles jetzt geschafft, überlebt. Keine totalen Dramen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja wohl herzzerreißend, wenn du da so einen Volker hast, der durch das ganze Navi brüllt. Hey, ich liege auf meinem Fuß, scheiße, aua, aua. Du hast mich nicht gehört, ich habe auch ganz schön gesagt. Doch, ich hab dich, aber ich weiß gar nicht, ich hab dich vielleicht gehört, nicht durchs System, sondern von außen. Aber ja, beide, boah, das tut so weh irgendwie. Man denkt so, oh nein, man will jetzt helfen, aber man kann nicht so schnell. Ich kam von meinem Motorrad runter, weil ich an einer Stelle stand, wo ich den Ständer nicht rausgekriegt habe. Ich musste erstmal selber noch in den Block da reinfahren. Krass. Und sein Fuß, der war nach hinten gedreht, das sah richtig fies aus. Ich habe echt gedacht, boah, gut, dass der so stabil ist. Der hat die gleichen Stiefel wie ich. Leute, hier die Touratec Destino Adventure. Sicherheitsschuh hoch 10. Und? Ja. Und? Boah, da bin ich jetzt mal gespannt, was da abgeht jetzt bei dir. Ich hatte den Fuß darunter so ein bisschen verdreht. Da lag das Motorrad hier. Das sieht man, ja. Da lag das Motorrad drauf. Ja. Dann hat Markus das Motorrad hochgehoben. Ich den Fuß da rausgezogen und dann konnte Markus das nicht mehr halten. Ist ja klar, ist ja schwer, die Karre. Ja. Und dann hat er losgelassen. Dann ist das hier auf meine Zehen und hat die Zehen so richtig bis unten rum rangeklappt. Trotz eines verstauchten Zehs stoßen wir darauf an, dass wir es heute noch aus der Wüste hinaus geschafft haben. Bitte Stiefelbier. Was ist das denn? Alter, schon wieder irgend so eine Katze. Was macht sie? Sie durch das Ding an meinen Arsch. Hast du gar kein Benehmen? Okay, also Prost. Und morgen geht es dann weiter nach Merzouga. Aber davon erzähle ich euch im nächsten Video, wenn es wieder heißt Caro unterwegs in Marokko.